Für wen wirst du eigentlich stimmen? Du meinst im Vorstand? Mariella, ich bin dein Bruder. Und David mein zukünftiger Mann. Bianca Hein in ihrer Traumrolle als Mariella von Bramberg. Wie immer stilbewusst und die große Dame mit Etikette. Und so müsste sie Golf, den Sport der Schönen und der Reichen, eigentlich aus dem Handgelenk schütteln. Doch ihre erste Golfstunde hat es in sich. Der Sport mit dem kleinen runden Ball ist für die Schauspielerin noch ein großes Abenteuer. Bisher jedenfalls. Das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass Mariella vielleicht mal öfter jetzt auf dem Golfplatz, wenn es vielleicht etwas wärmer ist und sie es etwas besser kann. Aufgewachsen ist Bianca Hein im Saarland und lebt seit dem Schauspielstudium in Köln. Für ihre Besetzung in der neuen Telenovela musste sie Hals über Kopf nach Berlin umziehen, denn erst 4 Wochen vor Drehbeginn hat sie den Zuschlag bekommen für eine Hauptrolle, die ihr fast wie auf den Leib geschrieben ist. Ich kann viele Dinge an Mariella sehr gut verstehen. So als Typ, sie ist mir oft zu brav und zu gepresst da in diese Etikette der Familie und wie sie aufgewachsen ist. Das ist mir alles etwas zu steif und zu akkurat. Also mehr Verrücktheit würde mir sehr gut gefallen, aber vielleicht lassen sich die Autoren auch noch was einfallen, wer weiß. Wir lassen uns überraschen. Als Davids Verlobte spielt sie erst einmal die Gefühlvolle, die sich immer wieder von ihrem Traummann um den Finger wickeln lässt. Aber, weil nicht nur geküsst wird, muss die Schauspielerin in jeder freien Minute noch ihren Text pauken. Denn heute Abend soll die nächste Folge schon im Kasten sein. Und jetzt ist sie bei uns, Bianca Hein alias Mariella von Bramberg. Wir freuen uns sehr. Guten Morgen. Ich muss mich als allererstes bei dir entschuldigen für das etwas aufdringliche Verhalten von Herrn Hahn von dem Restaurant. Ich möchte, Aufdringlich? Moment, ganz kurz. Das war doch, man hat die Herzen fliegen sehen, oder? Ich habe nichts fliegen sehen. Ja, danke, Mariella. Ich habe es nämlich geahnt. Beim Herrn Hahn ist wieder das Herz geflogen, bei Mariella nicht. Aber, Contenance, Ja. es ist alles gut. Gut, ich bemühe mich mal. Mariella, als Theaterschauspielerin. Bianca, hier. Ach so, du möchtest nie mit Mariella auch verwechselt werden, ne? Es gibt doch sicher Ist schon Leute, die auf der was Straße anderes. so kommen, ach Mensch, immer so eine Brave und so und gib den doch mal frei, den David Seidel. Was sagst du den Leuten auf der Straße? Hat mich noch niemand angesprochen. Kommt noch, ne? Also hat niemand gesagt, gib den David frei, habe ich noch nicht gehört. Theater und jetzt so eine Serie. Wie hast du dich da umgestellt? Was sind da so die wichtigsten Sachen, die du ändern musstest? Da gibt es also 1000 Unterschiede. Also Fernsehen und Theater ist was komplett Verschiedenes. Also von der Technik, wie man spielt, dann von der kurzen Zeit, in der man dreht. Also das ist jetzt, wäre zu wenig Zeit, den Unterschied zu erklären. Man könnte das am Beispiel exemplarisch darstellen. Einmal im Theater dem Herrn Hahn eine Liebeserklärung machen und einmal in der Serie. Aber wir lassen das. Ich bin bereit. Na gut. Okay, wir machen's. Also jetzt erstmal Gespielt natürlich, das ist nicht Theater. echt, aber ich glaube, es ist echt. Ich glaube, das könnt ihr beiden viel besser als ich. Nee, ich habe mit der gar nichts am Hut. Also, na gut. Das wäre aber im Theater auf jeden Fall lauter wahrscheinlich und größer. Man macht die Augen größer auch, ja? Größer nicht unbedingt. Das ist einfach eine komplett andere Art zu spielen. Im Theater, also in der Serie ist es ein bisschen natürlicher einfach, ne? Weil man Ich nicht so glaube, groß dass der spielen muss. Ton natürlich natürlicher ist und das ist einfach, man erreicht was ganz anderes. Also im Theater ist es, glaube ich, sehr wichtig, wirklich den letzten Zuschauer noch zu kriegen und beim Fernsehen ist die Kamera, die sehr dicht an dir dran ist. Also vielleicht ist das somit auch der Hauptunterschied, dass man einfach versucht, es viel kleiner und viel intensiver, dass quasi oft auch nur die Augen sprechen und Mimik eigentlich vollkommen unwichtig ist oder nicht unwichtig ist, aber eher sehr zurückgehalten ist als im Theater. Zurückgenommen, weil die Zuschauer ja auch nicht so weit weg sitzen, sondern nah dran am Fernseher. Ja, Kamera ist schon sehr, Ich sehr sitze nah immer dran. sehr nah dran. Augen sprechen. Ich gucke ja gern in braune Augen. Ach Mensch, ja. Ich muss es noch mal sagen. Die Lisa Plenske will denn ja auch den David Seidel haben. Ich muss mal ein bisschen vorfragen. Kriegt ihr den denn jetzt so schnell? Ich würde gerne, dass ihr beiden auch zusammen bleibt irgendwie. Wie wird das so aussehen im nächsten Ich fände das ja eigentlich mal ganz nett, wenn wir mal nicht mehr zusammenbleiben würden. Damit du mal ein paar andere austesten kannst. Ne? Naja, Wen also, hättest du denn gern? also ich finde, es ist ein bisschen langweilig, wenn man immer nur zeigen würde, da ist Mariella hinter dem David her und David hat 1000 andere Frauen. Also was ich privat überhaupt nicht verstehen könnte oder kann, dass Mariella da so an ihm dran bleibt und sich sehr viel gefallen lässt, das ist überhaupt nicht meine Lebenshaltung oder wie soll ich sagen, meine Art irgendwie, mein Gefühls- oder mein Beziehungsleben zu führen. Jetzt ist es ja so, dass man als Schauspieler, wenn die zusammen so viele Liebesszenen haben, die verlieben sich ja auch sehr oft ineinander. In echt? In echt jetzt mal. Da muss ich mal nachfragen, wie ist es bei dir? Ich habe vorhin ja auch den Eindruck gehabt, dass da zwischen euch beiden... Nein, gar nicht. Gar Zwischen nicht. euch eher, würde ich mal sagen. Nee, aber sag mal, mit dem David, nö, da geht nichts, ne? Wir verstehen uns super. Wir sind nur Freunde?
Wir sind gute Kollegen, ja. Gute Also wir Kollegen. können gut miteinander, glaube ich, ja. Und wie sieht es denn sonst bei dir aus? Bist du liiert oder? Ja, bin bist liiert. Du? Okay, Ja. das soll Verheiratet reichen. auch? Hast du einen Ehering? Nee, ne? Wird das noch demnächst? Keine Ahnung, wer weiß. Er muss fragen, oder? Natürlich muss er fragen. Es gibt ja auch Frauen, die sagen, ich würde dann doch auch mal das Ehrlich? übernehmen. Ja. Um auch ein bisschen nie gehört. noch was Hauch Privates noch zu erfahren. In der Serie bist du ja sehr elegant und sagen wir mal edel fast schon. Ne? In echt, da liegt die Frage ja immer nahe, ob du auch in Jogginghosen zum Bäcker gehen würdest. Tue ich oft, weil ich fast jeden Tag jogge. Das heißt, auf dem Weg nach Hause. Brötchen. Ganz genau, beziehungsweise ja, Kaffee und so weiter. Aber also wie gesagt, Mariella ist mir viel zu konservativ, zu steif, oft wirklich zu wenig irgendwie ausgefallen, verrückt und so. Das ist ein bisschen schade. Aber wie gesagt, es ist meine Rolle und privat bin ich anders. Vielleicht, wie gesagt, wie du schon gehofft hast, entwickelt sich diese Rolle ja noch Du meinst in eine mit Richtung. neuem Mann, neuen Stil? Ja, oder Könnte keine sein. Ahnung, vielleicht kann sie auch mal die eine oder andere Erfahrung mit Alkohol machen. Da wird man ja auch manchmal ein bisschen verrückt. Bisschen locker, meinst du? Ja, so, Du vielleicht weißt, kann man... wovon du sprichst? Nee, aber als Vorschlag so. Ja, braucht sie wahrscheinlich gar nicht. Also neuer Mann ist schon ein guter Ansatz. Ein guter Ansatz. Gut, dann hoffen wir auf einen neuen Mann. Wir verraten also nicht, wie das Ganze ausgeht. Wäre ja auch Nein, auf keinen Fall. Das ist ja schon spannend genug. Schade. Also, liebe Zuschauer, unbedingt heute 19.15 Uhr. Da gibt es die nächste Folge von Verliebt in Berlin. Mit natürlich Bianca Hein. Ich lehne mich mal zurück, überlasse euch mal den Abschied. Na, sie will mich ja nicht, aber ich guck trotzdem, okay? Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Dankeschön. Und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, euch auch. Bis gleich.